Ich gemacht meine Hausaufgaben oder ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Was ist hier richtig? Perfekt, unser Thema. Bleib dran. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. In diesem Video starten wir mit dem Perfekt, einer sehr wichtigen Zeitform im Deutschen. Viele haben bisschen Probleme mit dem Perfekt, aber keine Panik, denn wir lernen Schritt für Schritt, wie ein Puzzle. Also, los geht's. Perfekt Satzstruktur. Ein super wichtiges Thema, da das Perfekt die wichtigste und meistbenutzte Vergangenheitsform im Deutschen ist. Also, lass uns mit voller Konzentration perfekt lernen. Hier habe ich jetzt mal die 6 Zeitformen im Deutschen. Hier liegt die Zukunft und wir bilden sie mit Futur 1 oder Futur 2. Hier ist Präsens quasi heute, also die Gegenwart, und das interessiert uns erstmal nicht. Hier sind die 3 Vergangenheitsformen im Deutschen. Und für mich das Wichtigste ist das Perfekt. Denn wir sprechen sehr viel in unserem Alltag im Perfekt. Also, deshalb solltest du jetzt gut aufpassen und gut lernen. Wir werden perfekt in 3 Teilen bzw. in 3 Videos lernen. In diesem Video lernen wir die Satzstruktur in Perfekt. Im zweiten Video lernen wir die Hilfsverben haben oder sein, ganz wichtiges Thema. Und im Video 3 lernen wir die Verben ohne G. Erst wenn du alle 3 Videos angeschaut hast und gut verstanden hast, wirst du keine Probleme mehr im Perfekt haben. Also starten wir mit der Satzstruktur. Bevor wir mit der Satzstruktur im Perfekt weitermachen, möchte ich noch kurz die 3 klassischen oder typischen Probleme beim Perfekt kurz erwähnen. Problem Nummer 1: Wo stehen die Verben im Satz? Problem 2: Hilfsverben haben oder sein. Und Problem 3: unser Partizip 2, also unser G. Genau, das sind die größten Probleme im Perfekt. Aber unser Ziel in diesem Video ist es, wir wollen verstehen, wie man einen Satz im Perfekt aufbaut. Denn mit einer klaren Struktur ist alles einfacher. Also starten wir. Hier habe ich jetzt wie immer eine Formel für dich und hier siehst du auch, dass 2 Positionen ganz wichtig sind. Hilfsverb Position 2 und mein G sitzt am Ende. Genau. Also, diese 2 Positionen erkläre ich dir jetzt ein bisschen im Detail. Um das Perfekt zu bilden, brauche ich also immer ein Hilfsverb und ein G. Dieses G heißt grammatisch auch Partizip 2. Und wir haben 2 Hilfsverben, haben oder sein. Manchmal bilden wir das Perfekt mit haben und manchmal bilden wir das Perfekt mit sein plus G. Gut, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das werde ich im zweiten Video ausführlicher erklären. Machen wir eine kleine Zusammenfassung. Also, haben oder sein plus G ist gleich perfekt. Also wir brauchen immer diese 2 Komponenten, ja, um das Perfekt zu bilden. In diesem Video werde ich nur Beispiele mit haben plus G machen. Im zweiten Video, wie ich schon erwähnt habe, werden wir dann den Unterschied zwischen haben oder sein detaillierter erklären. Die Struktur im Perfekt ist Hilfsverb Position 2 und mein G am Ende. Ganz wichtig. Wenn du diese Struktur verstehst, ist das Perfekt ganz einfach. Schauen wir uns noch weitere Beispiele an, damit du das gut verstehst. So,
Jetzt habe ich hier wieder meine Formel, also Personalpronomen Position 1, Hilfsverb haben Position 2, Zeit, Ort, Objekt und G. Also, ich schreibe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gestern im Kurs Deutsch gelernt. Punkt. Also, du siehst Personalpronomen Position 1, Hilfsverb Position 2, Zeit Position 3, Ort 4, Objekt 5 und mein G sitzt am Ende. Ganz wichtig. Also, Hilfsverb plus G ist gleich perfekt. Gut, machen wir weitere Beispiele. So, hier habe ich jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe hier ein Puzzle und wir versuchen, dieses Puzzle mit Hilfe dieser Formel zu schreiben. Also Position 1, PP, ist du. Schreiben wir du. Position 2 ist Hilfsverb haben. Also du hast. Position 3 ist meine Zeit. Also gestern. Schreiben wir gestern. Position 4 ist mein Ort. Hier habe ich jetzt keine Ortinformation, also muss ich das nicht schreiben. Position 5 ist mein Objekt, also das Auto. Schreiben wir das Auto. Und am Ende sitzt mein G, also hier mein Partizip 2. Schreiben wir. Gewaschen. Punkt. So einfach können wir mit Hilfe dieser Formel Sätze im Perfekt schreiben. Vergiss die zweite Position, Hilfsverb und das Ende nicht. Machen wir weiter. Beispiel 1. Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Beispiel 2. Er hat einen Film im Kino gesehen. Oder Sie haben ein Buch gelesen. Du hast ein schönes Foto gemacht. Bei all diesen Beispielen ist es jetzt wichtig, dass du erkennst, dass wir an der zweiten Position immer unsere Hilfsverben haben. Und am Ende sitzt immer mein Partizip 2, wie du siehst, ja? Und das Ganze macht dann perfekt. So einfach kannst du die Formel dir merken. Ups, klassische Fehler. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Also, viele meiner Schüler machen am Anfang diesen Fehler. Fehler Nummer 1. Ich habe gearbeitet gestern im Büro. Du siehst, die Position von habe ist korrekt, aber die Position von Partizip 2 ist hier falsch. Also, das ist ein klassischer Fehler und versuche, diesen Fehler zu vermeiden. Klassischer Fehler Nummer 2: Ich gearbeitet im Büro gestern. Hm, also hier habe ich Partizip 2, aber ich habe kein Hilfsverb. Das funktioniert leider auch nicht, ja? Deshalb brauchen wir auch immer ein Hilfsverb und ein G. Also schreibe ich mal den Satz richtig. Ich habe gestern im Büro gearbeitet. Punkt. Also, du siehst Position 2 und am Ende. So einfach. Machen wir weiter. Verben im Perfekt. Also, hier habe ich die Verben im Präsens und im Perfekt haben wir zum Beispiel machen, haben gemacht, lernen, haben gelernt, einkaufen, haben eingekauft. Das erkläre ich dir gleich später. Arbeiten, haben gearbeitet, kochen, haben gekocht. Die Verben im Perfekt musst du einfach lernen und viele, viele Übungen damit machen. Das ist wichtig. Vergiss nicht, Hilfsverb Position 2 und mein G sitzt am Ende. Mit dieser Struktur kannst du es wirklich schnell und gut lernen. Jetzt schauen wir uns noch die Verbkonjugation an. Verbkonjugation im Perfekt ist auch noch wichtig, aber sehr, sehr einfach. Du musst einfach verstehen, dass wir immer die zweite Position, also unser Hilfsverb, konjugieren. Ja?
ich habe, du hast, er hat, wir haben und so weiter. Und mein Partizip bleibt immer fix, also gleich, ja? Zum Beispiel, ich habe gekocht, du hast gestern gekocht, er hat gestern zu Hause gekocht und so weiter. Also, Partizip 2 bleibt immer gleich und wir konjugieren unser Hilfsverb. Gut, so einfach. Machen wir weiter mit Ja-Nein-Fragen im Perfekt. Ganz einfach. Wir konjugieren die Position 2, also unser Hilfsverb. Partizip 2 bleibt fix. Es ändert sich nicht. Jetzt machen wir weiter mit Ja-Nein-Fragen im Perfekt und lernen noch die trennbaren Verben im Perfekt. Auch wichtig. Los geht's. So, wie bilde ich eine Ja-Nein-Frage im Perfekt? Auch das ist wirklich sehr, sehr einfach und schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Maria hat am Samstag im Café gearbeitet. Das ist ein Punkt, ja? Aber ich möchte daraus eine Frage machen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Wir nehmen unser Hilfsverb, also Position 2, und schreiben es an die erste Position. Ich schreibe jetzt mal für dich das. Hat Maria am Samstag im Café gearbeitet? Und Fragezeichen. So einfach können wir eine Ja-Nein-Frage im Perfekt bilden. Wichtig ist also mein Hilfsverb Position 1 und PP Position 2. So einfach. Machen wir weiter mit trennbaren Verben im Perfekt. Was machen wir mit trennbaren Verben im Perfekt? Also zum Beispiel ein trennbares Verb einkaufen und das im Perfekt. Hier sagen wir nicht geh einkaufen, das ist falsch. Dieses Partizip 2 kommt einfach dazwischen. Also richtig heißt das dann eingekauft. So einfach. Machen wir ein zweites Beispiel. Also mein trennbares Verb aufräumen. Was machen wir im Perfekt? Dieses G kommt dann dazwischen, also aufgeräumt. So einfach arbeiten wir dann mit trennbaren Verben im Perfekt. Ja, auch hier ein letztes Beispiel. Wir haben vor 2 Tagen auf dem Markt eingekauft. Also wir haben unser Hilfsverb und unser G. Und das ist dann perfekt. Gut, da sind wir schon bei den Hausaufgaben und die Hausaufgabe lautet, schreibe die Sätze im Perfekt. Also, du siehst, hier habe ich ganz viele Puzzles quasi und du kannst sie gerne unten in die Kommentare schreiben und ich korrigiere sie dir gerne. So, jetzt haben wir den ersten und wichtigen Schritt gemacht und die Satzstruktur im Perfekt gelernt. Wir sind aber noch nicht fertig. Perfekt ist groß und wir werden Schritt für Schritt weiterlernen. Im nächsten Video versuchen wir dann das Problem haben oder sein zu lösen und ich hoffe, dass du wieder dabei bist. Wie immer, falls du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.